Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und meinen 2 Hunden durch Griechenland aktuell auf Kreta. Heute bei Krios Beach. Ich bin im Südwesten von Kreta. Die letzten 1,5 Wochen war ich bei Elafonisi, ein sehr, sehr bekannter Strand. Der ist quasi in diese Richtung, wo ich jetzt lang gehe. Und heute ist es ein bisschen bewölkt. Soll sogar, war Regen angesagt, aber wird es wahrscheinlich nicht. Ja, also ich möchte heute, beziehungsweise ich wollte noch was sagen. Also ich bin hier über die Berge 1,5 Stunden gefahren, um nur 10 Kilometer weiter zu kommen. Also ich bin natürlich mehr als 10 Kilometer gefahren über die Berge, aber hier an der Küste gibt es keine Straße, weil die Berge da, weil es da keine Straße gibt einfach. Ja. Und jetzt wandere ich quasi von der anderen Seite. Da gibt es nämlich entlang der Küste einen ganzen Wanderweg. Ich bin immer nur zur Hälfte gewandert, weil das sind 10 Kilometer, eine Strecke. Und also ich glaube, eine Strecke war es. Und jetzt wandere ich von der anderen Seite. Also ich schaue mir die Insel komplett an, quasi. Ich überspringe jetzt nichts, damit ich auch einen Eindruck von dieser Insel habe. Ja, ich lebe jetzt so, ne? Ja, also worüber wollte ich heute reden? Ich hatte es ja schon angesprochen oder angedeutet in meinem letzten Video oder Videos, dass ich meine Heilerfahrung jetzt vor kurzem habe ich noch mal was gemacht, mit einem Emotion Code. Ich glaube, das nennt sich EMC. Und zwar hat eine Abonnentin von meinem YouTube-Kanal mir das angeboten oder hat mir das nahegelegt, weil ich immer über meine Emotionen geredet habe, dass ich ja noch ein Aggressionsthema in mir habe, innere Wut und dass ich das dann merke, dass ich das an den Hunden auslasse. Und das will ich ja nicht. Die Hunde spiegeln das und triggern mich dann, dass ich dann, dann schreie. Und das will ich nicht. Ja. Ich muss ab und zu mal gucken, wo der Buddy bleibt. Ja, also, bevor ich anfange, also es war sehr, sehr wirksam auf jeden Fall, aber bevor ich damit jetzt anfange, möchte ich ganz kurz auf das Thema des letzten Videos nochmal eingehen, weil ich den Eindruck habe, dass ich manches nicht so ganz deutlich rübergebracht habe. Und da gibt es ein paar Missverständnisse eventuell. Natürlich gibt es auch immer andere Meinungen, das ist klar, ne? Je nach Erfahrung im Leben hat jeder seine eigene Wahrheit. Und das ist auch okay. Ich möchte daher nochmal klar machen, das, was ich erzähle, sind ja meine eigenen persönlichen oder individuellen Erkenntnisse, die ich jetzt zum Stand meines jetzigen Bewusstseinsstands erfahre oder Stand des Lebens oder Lebensphasenabschnitts. Und
Ich habe über Scham, Schuld, Leidenschaft und Eifersucht gesprochen, woher das kommt und ja, dass das ja eigentlich nicht üblich ist, sage ich mal. Oder wir werden halt so nicht geboren, ne, mit Scham und Schuld oder Eifersucht. Also, Eifersucht. Ich bin auch nicht ganz frei, ne? Das ist klar. Ich bin auf dem Weg, deshalb heiße ich ja Adel der Reisende. Ich mache meine innere Reise genauso wie die äußere. Ich bin auf dem Weg der Befreiung. Ich habe mich schon im Außen ziemlich gut befreit, dass ich einfacher lebe und dafür aber mehr in der Natur bin, in meinem Camper halt, ne? Und das mache, worauf ich Lust habe. Das ist halt Wandern, am Strand sein, am Meer, in der Natur sein und mir Gutes tun. Deshalb mache ich das hier. Ich muss euch mal kurz diesen schönen Strand zeigen. Das ist jetzt natürlich kein Sandstrand, aber es ist ein richtig schöner Kiesstrand. Das ist Krios Beach. Übrigens, ich habe auch Scham, nackt zu baden, mich nackt zu zeigen. Als Kind hat meine Mutter mir schon eine Badehose angezogen und da war ich daran gewöhnt. Und diese Scheu vor Angst, Scheu vor Nacktsein, habe ich erst abgelegt vor, ja nicht ganz abgelegt, aber vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren, weil ich dann in die Sauna gegangen bin mit meiner damaligen Freundin. Es war erst unangenehm, komisch für mich, weil ich das nicht kannte. Und dann habe ich auch mal FKK gemacht mit ihr. War auch sehr, sehr komisch. Und ja, und je mehr ich mich mit meinem Bewusstsein beschäftige, denke ich mir so, was ist denn da dran? Ja. Und dann bin ich jetzt im letzten Video sogar nackt ins Wasser gesprungen. Da rede ich ja die ganze Zeit über Scham. Und normalerweise habe ich dann noch eine Hose an, wenn ich ins Wasser gehe, vor der Kamera, um euch nicht abzuschrecken. Aber bei dem Video dachte ich mir, okay, jetzt rede ich die ganze Zeit über Scham, Schuld und so weiter. Ja, und über Nacktsein und dann über freie Liebe und sowas. Und dann springe ich mit der Badehose oder mit der Shorts rein. Ja, meine zwei Besten. Ja? Ach, die genießen das auch. Okay, also wie gesagt, ich habe auch noch Scham und Schuld, Gefühle. Ich kann auch eifersüchtig werden. Aber ich merke, je mehr ich bei mir an Schattenarbeit mache oder ablöse an negativen Energien, die nicht zu mir gehören, desto weniger Scham, desto weniger Schuldgefühle und desto weniger Eifersucht habe ich. Und dann ziehe ich auch noch nicht mehr diese Probleme auch an. So, das ist für mich der Weg, sagen wir mal, in die innere Freiheit und in den inneren Frieden. Und es ist ein Weg. Der Weg ist das Ziel. Ja, also krass gesagt, also nicht jeder kann mit diesen Worten was anfangen. Wenn ich sage, das ist der Weg in
die 5. Dimension. Ich habe das ja schon mal in einem meiner Videos erklärt, was es heißt, wer das nicht kennt. 5. Dimension ist das Ziel. Und wenn ich dann zum Beispiel über freie Liebe rede oder bedingungslose Liebe oder aber vor allem auch freie Liebe, ich sage ja nicht, das ist jetzt der Weg für alle. Ja? Ich habe nur gesagt, dass ich glaube, dass in der 5. Dimension, wenn wir frei sind, wo es auch keine Dualität mehr gibt, dann ist die freie Liebe auch okay, weil dann da gibt es dann nicht diese Probleme. Dann ist das Bewusstsein so hoch, dass es kein Negativ gibt. Aber die Erfahrung von der Dualität haben wir dann trotzdem noch. Und das ist das Interessante dabei. Auf jeden Fall habe ich dann überlegt, wo meine Wut herkommt. Es ist halt vom inneren Kind oder das, wie kann man sagen, von der Kindheit. Und da waren halt Situationen, wo ich als Kind ohnmächtig war und halt Dinge über mich ergehen lassen musste. Situationen, die zum Beispiel meine Eltern entschieden haben. Und ja, da habe ich auch oft dran gedacht, dass das einfach ein Trauma ist, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und ich dann quasi von Ägypten, wo ich aufgewachsen bin, nach Deutschland kam. Mit meiner Mutter und mit meinem Bruder. Also ich persönlich hatte das gar nicht so schlimm empfunden. Und, aber irgendwann habe ich mir dann Gedanken gemacht, weil ich mochte ja schon sehr meinen Vater. Ich hang schon an meinen Vater. Und meine Mutter hat auch mir gesagt, ja, ich hätte ihn schon vermisst und war traurig. Okay, wusste ich aber gar nicht. Ich kann mich an sehr vielem noch erinnern aus der Kindheit, aber genau diese Sachen weiß ich nicht. Ich habe die verdrängt, weil es war ein Trauma für mich. Ich war sehr, sehr unglücklich. Ich war sehr, sehr, sehr sensibel und bin ich auch noch, wahrscheinlich immer noch. Und so habe ich, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade aus der Puste bin. Bin jetzt schon ein bisschen hoch gewandert hier. Richtig schöner Weg. Ich habe dann mir schon gedacht, dass das aus der Kindheit kommt, diese Wut. Und mir hat auch schon mal jemand gesagt, sieht ein kleines Kind, also vor ein paar Jahren hat er mir gesagt, da fühlt er eine richtige tiefe Trauer. Wow. Ich dachte immer, ich wäre ein glücklicher Mensch. Ja, bis ich mich mit diesen Themen befasst habe, dann irgendwann ist mir das bewusst geworden, dass ich gar nicht so wirklich glücklich bin oder so friedvoll. Und deshalb will ich das jetzt auch heilen. Ja, und davon frei werden. Ich habe dann, wie gesagt, eine Abonnentin hat mir von EMC erzählt, Emotion Code, dass sie das macht. Und dann dachte ich mir, ja, okay, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Lass uns das mal probieren. Und dann hatte ich eine Sitzung mit ihr. Also ich sage jetzt mal den Vornamen. Martina. Hallo Martina, ich grüße dich, wenn du zuschaust. Und ich denke, du schaust zu. Jedenfalls, ich war sehr geflasht von dieser Sitzung,
weil normalerweise spüre ich nicht sofort was. Aber in dieser Sitzung habe ich sofort was gespürt. Aber ich werde auch von Mal zu Mal feinfühliger, je mehr ich von mir ablöse, was nicht zu mir gehört. Da komme ich immer mehr zu meinem Selbst, zu meinem wahren Selbst. Das ist mein Weg. Und ja, sie hat, wie kann man das sagen, das ist halt, es gibt da so eine Tabelle mit Emotionen, so, und dann geht die strategisch vor. Dann fragt sie, ne, fragt sie so quasi die geistige Welt oder sie verbindet sich mit mir. Und dann fragt sie, ja, hat das was, ist das die Emotion, die jetzt als nächstes dran ist, zum Ablösen? Also wir haben jetzt nicht direkt jetzt dieses Aggressionsthema angesprochen, sondern das, was jetzt als nächstes dran sein darf, soll abgelöst werden. Okay, da haben wir angefangen und sie hat dann gefragt, ist es in Spalte A, B, C und A, okay, dann ist das schon eingegrenzt. Dann fragt sie weiter. Also sie macht es über ein Pendel und kann sich dann mit mir verbinden und der Pendel, der zeigt ihr dann die Antwort. Man kann es auch mit kinesiologischem Test machen, Muskeltest. Das hat bei mir selber nie so gut funktioniert, weil ich nicht diese Anbindung hatte. Ja? Also ich bin schon ein harter Brocken, deshalb habe ich auch so viele verschiedene Sachen in meinem Leben schon ausprobiert. Und jetzt kann ich darüber berichten. Das ist der Sinn der Sache. Ja, auf jeden Fall ist dabei rausgekommen. Das erste Thema war Minderwertigkeit. Ja, über Minderwertigkeit bzw. Selbstwertschätzung habe ich auch schon ein großes Thema oder öfters angesprochen. Selbstliebe, wo ich dann verstanden habe, was es heißt. Aber es ist halt vom Verstand. Und ich bin dann schon klar, also ich habe diese Erkenntnis, aber ich habe es noch nicht hundertprozentig gelöst. Und deshalb war noch in meinem System die Minderwertigkeit. Und erst konnte ich damit nichts anfangen, hatte ich keine Resonanz. Dann hat sie das Alter, ne, dann geht es ja auch systematisch durch mein Alter durch und ist bei Jahreszahl 6 stehen geblieben. Und das ist genau zu der Zeit, wo meine Eltern sich getrennt haben oder ich dann nach Deutschland kam mit meiner Mutter, wo ich quasi von meinem Vater getrennt war und von Ägypten. Und okay, das war schon sehr interessant. Die Minderwertigkeit kam auch daher. Und dann habe ich mir da Gedanken drüber gemacht. Und also Martina, die macht das richtig toll. Die hat dann mit mir darüber geredet. Ja, was fühlst du und was meinst du darüber? Ne? Was fällt dir dazu was ein? Ja, okay. Ne? Habe ich gesagt, ja, Minderwertigkeit. Ja, was ist denn da? Also, dann ist mir aufgefallen, also ich fühle manchmal mich ja verarscht. Ne? So zum Beispiel mit den Hunden. Dem Gordi sage ich, er soll nicht an die Scheiße gehen, oder, ja, da war keine Scheiße, aber irgendwas zu fressen. Von den Ziegen wahrscheinlich die Scheiße, ich weiß nicht. Und der Gordi geht und der Buddy geht da dran. Da fühle ich mich verarscht. Ja? Da denke ich mir so, Junge, ey, wenn der da nicht dran darf, dann darf der andere auch nicht. Und ich fühlte mich damals von meiner Mutter verarscht, kann man, also laut Deutsch. Also das Wort ist nicht so schön, aber es ist einfach so. Ich fühlte, ja, also sie hat nicht ehrlich mit mir darüber geredet, weil ich ja noch so jung war. Meiner Meinung nach
hat sie mich anders behandelt als mein Bruder. Also ich habe das ja schon als Kind bemerkt. Hallo Mama, ich grüße dich. Die guckt auch zu. Die schaut sich alle meine Videos an. Aber für sie ist das okay, dass ich darüber rede. Also sie freut sich darüber, dass ich das ablösen konnte und auch meinen Weg jetzt gehe. Also wir haben jetzt ein mega super Verhältnis, das war nicht immer so. So, also ich fühlte mich von ihr verarscht und sie hat mich auch immer wie so ein kleines Kind behandelt. Sie hat anders mit mir geredet als mit meinem Bruder, der 4 Jahre älter war. Und das habe ich schon damals gesehen und dachte mir schon immer so, ne, so wie so ein Kleinkind redet die mit mir, ne, und habe mich auch nicht so ernst genommen wie mein Bruder. Mit meinem Bruder hat die wie ein Erwachsenen geredet. Er war halt der große Bruder, ja. Ich kann das ja auch verstehen, ne? Ich habe da vollstes Verständnis. Ja, jedenfalls, daher kommt die Minderwertigkeit. Und dann hat sich dann bei mir quasi innerlich noch was geregt. Also ich habe da richtig Gänsehaut gehabt, als ich diese Erkenntnis hatte. Und das ist die Bestätigung für mich. Und dann haben wir weitergemacht. Wie war das dann? Dann kam, ich weiß die Reihenfolge nicht mehr hundertprozentig, ich glaube, da kam als zweites Versagen, Versagensangst. Und ja, da sagte Martina, dass ich das von meiner Mutter übernommen habe. Also sie fragt dann, ne? Die geistige Welt gibt diese Antwort. Und das war mit 4 Jahren. Da hat sie sich wahrscheinlich schon mit dieser Trennung befasst. So eine Entscheidung trifft man ja nicht von heute auf morgen. Und dann hatte sie wahrscheinlich dieses Gefühl, versagt zu haben. Und ich als Kind habe es dann aufgenommen. Also ich war ja sehr, ich sag mal, ich bin hochsensibel und als Kind sowieso. Ja, und dann habe ich das aufgenommen. Ich habe das gespürt, unbewusst. Und diese Versagensangst, was hat die in meinem Leben zu tun mit mir? Also ich war immer ein sehr, sehr fleißiger Schüler und Buddy, hier bleiben. Ich musste mal auf beide Hunde achten. Der eine in die Richtung, der andere in diese Richtung. So. Ja, ich hatte in meinem Leben immer Leistungsdruck, ne? Von der Schule, Studium und so weiter. Und natürlich hatte ich Angst zu versagen. Das ist ja dieser Leistungsdruck. Wenn ich mir da Druck mache und Stress, das ist immer Angst vorm Versagen. Und ja, aber diese Angst, diese Versagensangst hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, beziehungsweise hat mich hat mir diese Sache eigentlich ermöglicht, dass ich dann eine Zeit lang in einem guten Job gearbeitet habe, also gut bezahlten Job, sage ich mal, dass ich mir was beiseite legen konnte, dass ich jetzt so ein Leben jetzt führen kann für eine gewisse Zeit und nicht jetzt darauf angewiesen bin, Geld zu verdienen. Deshalb kann ich jetzt meiner Berufung nachgehen. Und das ist jetzt hier diese Video, also den Kanal hier auf YouTube zu machen, um anderen Menschen Mut zu machen und noch mehr wahrscheinlich. So, das dritte, jetzt kam's. Auf einmal pendelte sie die Wut. Wir haben mehrmals gemacht, 5, 6 Sachen haben wir abgefragt. Dann kam auf einmal Wut. Es passte alles perfekt.
wieder mit 6 Jahren. Ja, das war alles die gleiche Situation. Und da ja, da kam bei mir das Gefühl der Trauer auf einmal auf. Da hatte ich nicht die Gänsehaut, sondern ich fühlte so eine innere Trauer. Das hat sich dann gelöst. Ich war also wütend auf meine Mutter. Die Wut kommt von dieser Trennung. Ich war auf meine Mutter wütend, dass sie sich von meinem Vater trennen wollte und uns aus Ägypten rausgeholt hat. Und ich habe mir das nachher alles schön geredet, aber ich war traurig und wütend. So. Dann hatte ich, was hatte ich noch? Versagen, aber Trauer. Ach so, ja, die Traurigkeit kam danach. Hat sie wieder gependelt, dann kam die Trauer. Auch mit 6 Jahren, ja, haben wir das auch noch gelöst. Und dann als letztes hatten wir noch Verlassenheit gependelt. Also ich hatte zwar schon die Intention, das zu heilen, aber es war jetzt auch dran, weil mir kam das ständig zu Bewusstsein und das zeigte mir, jetzt ist es dran. Und dann wurde die Verlassenheit noch gelöst, also die Angst auch verlassen zu werden. Ich wurde ja in meinem Leben immer wieder von den Frauen verlassen, bis auf das letzte Mal. Da habe ich quasi den Bann auch gebrochen und dann war das anders. Aber das war alles im Außen. Das Gefühl der Verlassenheit war immer noch in mir und das habe ich jetzt damit auch lösen können. Also der Ursprung kam von dieser Trennung vom Vater, dass ich mich verlassen gefühlt habe von meinem Vater. Also ich bin mega, mega, mega glücklich darüber, weil dieses Thema hat mich schon länger beschäftigt. Und das ist eines, glaube ich, der letzten Themen zu meiner Freiheit. Wirklich, also ich weiß jetzt im Moment, mir ist kein anderes Thema gerade bewusst. Das war einmal, ich fühlte mich oft verarscht, ob es jetzt von einer Ex-Freundin war oder sonst was. Ne? Ich habe ja auch immer damals an meinen Freundinnen gehangen. Das war die Angst, verlassen zu werden. Dann mit der Schule Versagensangst, Leistungsdruck, Stress. Dann Traurigkeit, innere Traurigkeit. Also ich muss sagen, ich habe fast keine Trauer. Also ich spüre diese Trauer nicht in mir so sehr. Also die kommt wahrscheinlich jetzt wieder, dass ich da wieder mich öffne, mein Herz öffne. Ja. Und aber auch diese Lebensfreude hatte ich nicht so richtig, also so richtig. Also ich kann begeistert sein, aber so, wenn ich jetzt hier so rumlaufe, das hält dann kurz an. Ja? Aber so diese innere Lebensfreude, dieses richtige innere, ja, Glücklichsein, das fehlte mir noch. Und ich habe das Gefühl, es wird jetzt. Herrlich, oder? Ich habe jetzt den Wanderweg, glaube ich, verloren. Ich weiß gar nicht, das muss ich euch noch zeigen. Ancient Limnaki. Also hier an der Küste gibt es auch noch so antike Säulen. Wie zum Beispiel oder hier die. Wow. Interessant, oder? Da hinten ist auch noch eine.
Die Sonne kommt durch, endlich. Oh, es ist richtig schön. Heute ist noch 20 Grad, die nächsten Tage soll es so 14 Grad sich abkühlen. Soll auch nochmal regnen. Deshalb genieße ich das heute nochmal in vollen Zügen mit den Hunden und gehe wandern. Also, ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag oder wann ihr euch das Video anschaut und Gottes Segen, Licht und Liebe. Ciao. Euer Adel, der Reisende.